der Engel. Gibt's gar nicht. Engel haben gar keinen Schatten. Davon geht die Welt nicht unter, siehst du sie manchmal auch grau. Einmal wird sie wieder bunter, einmal wird sie wieder himmelblau. Es ist die Geschichte einer Frau, die zu schön ist, Kunden zu haben und eines Tages den Ratschlag bekommt von einem Kunden, der sie zum Erstaunen aller anderen auswählt, nicht mehr mit den Männern ins Bett zu gehen, sondern ihnen zuzuhören. Und sie wird dadurch so eine Art von Mülleimer der Stadt, zu der man geht und zu der man das sagt, was man sonst niemandem sagt. Der Film Schatten der Engel geht zurück auf das Theaterstück Der Müll, die Stadt und der Tod von Rainer Werner Fassbinder, mit dem Daniel Schmid eine lange Freundschaft verbindet. Ein Theaterstück, das bis heute noch nie öffentlich aufgeführt wurde, das in den 70er Jahren eine große Kontroverse verursachte, weil gewisse faschistische Sätze aus dem Zusammenhang gerissen wurden. Wir haben uns damals vorgestellt, das ist in 15 Jahren, wo Leute kaum noch miteinander kommunizieren, wo Leute eigentlich nur noch Monologe führen. Nur gegen Bezahlung kann man eigentlich noch reden oder die geheimen Gedanken sagen. Es ist die Geschichte einer Rache. Es ist die Geschichte von verschiedenen Figuren, wie bei einem Kartenspiel. Die können aber vertauscht werden. Also, es gibt den Juden, es gibt den Schwulen, es gibt die Nutte, es gibt den Kommunisten, es gibt den Faschisten, es gibt einen kleinen Prinzen. Ich selber finde, es ist das aufregendste, das verstörteste, verstörendste Stück vom Fassbinder. Vielleicht braucht es einfach seine Zeit, bis es auch mal im Theater gezeigt werden kann. Es ist sicher eines seiner Schlüsselstücke, Schlüsselwerke. Die Sprache, die es hat, die hat auch so was Ungeordnetes, so was Chaotisches. Es ist relativ schnell geschrieben worden, so wie er immer schnell gearbeitet hat. Und das ist so eine wilde Sprache. Manchmal ist sie ganz, ganz klar, ist sie wie bei Büchner. Wer kennt der Tage Last, die du getragen hast? Wer kennt des Chicos Not und Leid? Wer kennt der Schatten Macht in blauer Tropennacht? Wer kennt der Sterne Gunst und Neid? Spiel noch einmal für mich Habanero. Ich glaube, es ist mein Lieblingsfilm. Es ist auch entstanden aus einer Dynamik heraus mit der Ingrid, mit dem Rainer, die damals schon geschieden waren. Es ist auch der einzige Film, wo Fassbinder und seine Frau zusammen ein Paar spielen, in den Hauptrollen. Es gibt auch ein Bild von Fassbinder, das ein bisschen anders ist, dieser Film. Der war ja, sein Bild gilt immer, also ist dieser Dicke, dieses Aufgeschwemmte, und er konnte sehr attraktiv sein. Und in Griechenland habe ich ihm gesagt, du musst einfach 20 Kilo abnehmen. Das war eigentlich meine Regie mit ihm. Er war 6 Tage dabei, die Tage, wo wir seine Rolle drehten. Und ich habe mir eigentlich vorgestellt, es ist Marilyn Monroe, nicht Marlon Brando. Und er ist Marilyn und er muss Glamour haben und er ist zu dick. Und ich habe gesagt, du musst 20 Kilo abnehmen. Und das hat er gemacht in 3 Wochen. Und dann hat er 6 Tage gedreht und dann nachher ist das wieder aufgegangen. Das Schöne ist, dass wir dadurch auch noch ein Bild vom Fassbinder haben, das so ein bisschen aus der Reihe tanzt und wo er anders aussieht. Man hat's nicht leicht. Du hast alles verloren, nicht wahr? Es ist eben Schicksal. Das ist nicht Schicksal. Das ist Dummheit.
Die Ingrid ist eine Frau, die mit Brechungen arbeitet, die mit Distanz arbeitet, die spielerisch arbeitet. Dazu aber mit Strukturen, also die man lernt. Das ist natürlich eine ungeheure Technik dahinter, um überhaupt damit dann spielen zu können. So wie sie spielt, also wie sie damit spielt. Und in Schatten der Engel hat sie sowas, da gibt es so eine verrückte Transparenz auf dem Gesicht, wo das sich eigentlich spielt, ohne dass sie was macht. Zum Beispiel die ganzen Szenen zwischen der Lilly und dem Zuhälter, dem Raul, dem Fassbinder im Film, das wäre die wie im Kabuki-Theater, die sind so tief am Boden. Ne? Er reißt sie einmal an den Boden oder sie fällt oder sie landet auf dem Boden in Umarmungen, in Umklammerungen, auch wie Schlägereien. Schatten der Engel wurde in Wiener Abbruchhäuser und alten Hotelküchen gedreht und das blaue Licht dominiert praktisch jede Szene. Ja, es ist eine Reflexion vom Himmel. Man sieht den Himmel ein einziges Mal. Sonst ist diese Stadt ja zugebaut. Und wir hatten ursprünglich mal die Idee, dass wir das Ganze nach Babylon verlegen würden, dass es so eine Eingangs- und Schlussklammer gäbe am Hofe vom König Nebukadnezar in dieser Nacht, wo diese Party ist und wo diese Flammenschrift, dieses Mene Tekel Upharsin an die Wand kommt, also gewogen und als zu leicht befunden. Wir waren in der Türkei sogar auf Motivsuche. In Ephesus, in Pamukkale. Und dann gab es aber einen Autounfall und dann kam das Leben dazwischen. Und wir gingen zurück nach München und wir hatten auch nicht genug Geld und dann fiel diese Babylon-Klammer weg. Das blaue Licht, das ist wohl geblieben. Das heißt, diese Reflexion vom nicht vorhandenen Blau, vom ausgedachten Blau, vom vorgestellten Blau.